Achtung! Die folgenden Erklärungen beziehen sich zum Großteil auf Stab, Langpompe und Q-Tip. Die genannten Techniken können zum Teil auch auf andere Pompengattungen übertragen werden, wurden aber bei der Erstellung dieses Tutorials nicht beachtet. Viel Spaß! Die eigene Reichweite zu kennen ist die Grundlage für einen erfolgreichen Angriff. Spieler müssen lernen, ab welcher Reichweite sie einen Gegner treffen können. Steht man wiederum zu nah, sodass man die eigene Reichweite nicht ausnutzt, riskiert man selbst getroffen zu werden. Außerdem besteht die Gefahr von Verletzungen durch Zusammenstöße oder Treffer mit ungepolsterten Stellen der Pompe. Dementsprechend sollten Spieler alle Angriffe auf ihrer Grundreichweite ausführen. Spieler finden ihre Grundreichweite, indem sie den Punkt finden, wo sie ihren Trainingspartner aus dem Stand noch treffen können, ohne sich übermäßig zu verlagern. Im Fall von Q-Tip und Langpompe ist die Durchrutschtechnik dafür eine Voraussetzung. Spieler müssen lernen, die Griffläche durch die Hände gleiten zu lassen, um so die maximale Reichweite der Pompe zu nutzen. Rückzug und Zielsicherheit sind Bestandteil dieser Technik und müssen mittrainiert werden. Schwere Pompen müssen tatsächlich durch die Hand geschoben werden, moderne leichte Pompen hingegen werden mit beiden Armen geworfen, während die Hand am Griff gleitet. Während die Pompe mit der Hand am Griffende festgehalten wird, bildet man mit der anderen Hand, mit Zeigefinger und Daumen, einen Ring, um den Griff gleiten zu lassen. Nun kann der Griff der Pompe durchgleiten, bis die Hände aufeinandertreffen. Der Weg, den die Pompe beschreibt, kann durch die gleitende Hand manipuliert werden. Anschließend kann die Pompe zurückgezogen werden. Schwere Pompen müssen zurückgehebelt werden, indem man mit der vorderen Hand wieder vorrutscht. Generell gilt, Schläge nicht mit Wucht auszuführen, da diese leicht antizipiert und gekontert werden können. Stabspieler sollten bedenken, dass Stiche mit dem Stab nicht zulässig sind. Kleine Wirbelbewegungen wie diese hingegen gelten als regelkonform. Allgemein ist bei Nahpompern der ganze Körper außer Kopf und die Hände Trefferzone. Allerdings sind nicht alle Körperregionen gleich attraktiv. Stiche auf die Brust können zum Beispiel leicht in Kopftreffern resultieren. Ziele wie die Hüfte, die sich weiter hinten befinden, lassen sich schwerer treffen als zum Beispiel die Arme oder das vordere Knie. Steht der Gegner weit vorgebeugt, bergen diese Angriffe wiederum ein großes Risiko. Sollte der Gegner sich im Laufe des Duells verdrehen oder steht er von vornherein eher seitlich, ist ein Angriff auf die Schulter lohnenswert. Durch die Bewegungen im Duell können sich die Angriffsoptionen verändern. Dementsprechend sollten die Angriffe im Laufe des Duells variiert werden. Meist bleibt aber die simple, schnelle Option die beste. Für die einzelnen Pompengattungen gibt es eigene Angriffstechniken. Auch wenn sie nicht gleich sind, besitzt für die Grundschläge jede Pompe ein Äquivalent. Da die Arme im Regelfall das Ziel eines Angriffes sind, sollte man sie aus allen relevanten Richtungen angreifen können. Man kann hier zwischen Angriffen von oben und unten und von rechts und links unterscheiden. So ergeben sich 4 Angriffsrichtungen, hinzu kommt für Langpompen und Q-Tip ein Stich. Je nach Pompenhaltung gibt es Angriffsrichtungen, die besonders leicht fallen, genannt Vorzugsrichtungen. Andere erfordern ein Verdrehen der Arme. Gleiches gilt für die Verteidigung des Gegners. Bei bestimmten Haltungen sind 1 bis 2 Richtungen automatisch gedeckt. In Fällen, in denen sich Spieler beschweren, dass sie mit ihrer Pompe X gegen Pomper mit der Pompe Y schlecht abschneiden, trifft die Vorzugsrichtung ihrer Haltung auf die automatische Deckung des Gegners. Hat man sein Angriffsrepertoire um die Angriffe jenseits der Vorzugsrichtung erweitert, kann man die Schwachstellen jeder Pompenhaltung attackieren. Nicht jeder Angriff kann treffen und manche Angriffe haben das auch gar nicht zum Ziel. Angriffe lassen sich verwenden, um den Gegner zu binden oder davon abzuhalten, Raum einzunehmen. Jeder Angriff, unabhängig von seiner eigentlichen Intention, sollte aber einen Zugzwang erzeugen. Das bedeutet, der Gegner muss auf diesen Angriff reagieren. Tut er es nicht, wird er getroffen. Hier sehen wir einen Angriff, der keinen Zugzwang erzeugt, da er die automatische Deckung attackiert. Und hier ein Angriff, der Zugzwang erzeugt und den Gegner in einen Block zwingt. Auch wenn beide Varianten zunächst keinen Treffer erzielen, ändert der Zugzwang die Situation zur Gunst des Angreifers. Anfänger tendieren dazu, die Pompe des Gegners anstelle seiner Trefferzone anzugreifen. Dies lässt den Gegner unbedroht und erzeugt keinen Zugzwang und ist daher keine gute Option. Fassen wir nochmal zusammen. Angriffe sollten im Regelfall genau auf der maximalen Reichweite ausgeführt werden. Langpompen und Q-Tip-Spieler müssen dafür die Durchrutschtechnik beherrschen. Jeder Angriff soll einen Zugzwang erzeugen. Angriffe auf die automatische Deckung einer Haltung erzeugen keinen Zugzwang, deswegen müssen Pomper Angriffe aus allen Richtungen beherrschen. Wir haben jetzt lediglich Angriffe im statischen Duell betrachtet. Im Zusammenspiel an der Linie ergeben sich neue Optionen. Und auch durch Pompen in Bewegung ergeben sich zusätzliche Öffnungen sowie bestimmte Fenster, die mit gutem Timing ausgenutzt werden können. Wie auch die universelle Haltung sind hier die behandelten Angriffe nur die Grundlage, mit der man aber schon einen Großteil der validen Handlungsoptionen abdecken kann. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Eure Fragen beantworten wir gerne im Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal, ballern, bügeln, laufen lassen.